Help me, Father! Stell dir vor, du lebst in einer Welt ohne Sturmwarnungen, ohne moderne Technik, ohne Rettung. Wenn das Wasser in der Nacht kam, gab es oft nur eine Konsequenz: den Tod. Im Mittelalter waren Überschwemmungen keine Unannehmlichkeit. Sie waren das Ende der Welt. Heute zeigen wir euch die 5 verheerendsten Fluten, die den Globus heimsuchten und den Lauf der Geschichte für immer veränderten. Willkommen bei KI mit Stil. Falls ihr das erste Mal hier seid, wir tauchen tief in die Momente ein, in denen die Geschichte den Atem anhielt. Die Szenen aus dem Intro mögen wie ein Katastrophenfilm wirken, aber sie waren die brutale Realität. Doch die zentrale Frage ist, warum waren Überschwemmungen in dieser Epoche so viel tödlicher als heute? Der Hauptgrund: die Gesellschaft war fast vollständig agrarisch. Über 90% der Menschen lebten auf dem Land und waren direkt von ihrer Ernte abhängig. Wenn eine Flut das Saatgut wegspülte oder das Land mit Salzwasser vergiftete, war das nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, es war eine garantierte Hungersnot. Dazu kam die Infrastruktur. Vergesst moderne Betondeiche. Man nutzte Erde, Holz und Seegas. Diese primitiven Wälle konnten extremen Stürmen oder Dauerregen kaum standhalten. Und es gab keine Satellitenbilder, keine Wetter-Apps, keinen Katastrophenschutz. Die Flut kam meistens nachts, völlig überraschend. Und das Wetter selbst wurde extremer. Besonders im Spätmittelalter begann die sogenannte kleine Eiszeit. Die Stürme wurden intensiver, das Klima instabiler. Eine tödliche Kombination. Für unser heutiges Ranking schauen wir global. Wir bewerten nicht nur nach den geschätzten Opferzahlen, sondern auch danach, wie sehr die Flut die Geografie verändert und welche langfristigen historischen Konsequenzen sie hatte. Also starten wir unsere Reise mit Platz 5. Für unseren Platz 5 verlassen wir das stürmische Nordeuropa und reisen ins Herz der damaligen Welt, das östliche Mittelmeer. Es ist der 8. August 1303. Die Region ist ein vitaler Knotenpunkt des Handels, dominiert vom mächtigen Sultanat der Mamluken in Ägypten. Plötzlich bricht die Hölle los. Ein massives Erdbeben, geschätzt auf eine Stärke von 8, erschüttert die Region. Auf Kreta und Rhodos stürzen massive Festungen ein, Städte werden in Sekunden zu Ruinen. Aber das Beben ist nur der erste Akt. Es hat den Meeresboden angehoben und eine gigantische Welle ausgelöst. An den Küsten beobachten Überlebende ein unheilvolles Zeichen. Das Meer zieht sich unnatürlich weit zurück. Hunderte Kilometer südlich liegt Alexandria, die Metropole Ägyptens. Vor ihrer Küste steht der legendäre Pharos, der Leuchtturm von Alexandria. Eines der letzten verbliebenen Weltwunder der Antike, das seit über 1500 Jahren Seefahrern den Weg weist. Doch der Tsunami rast bereits durch das Mittelmeer. Kurz darauf sehen die Bewohner Alexandrias eine Wand aus Wasser auf ihre Stadt zukommen. Es gibt keine Flucht. Die Welle bricht mit unvorstellbarer Wucht über den Hafen herein. Handelsschiffe werden wie Spielzeug zertrümmert und tief in die Straßen der Stadt gespült. Die Flut reißt tausenden Menschen in den Tod und verwüstet das Nildelta. Das Symbol der Stadt, der Pharos, wird doppelt getroffen. Bereits durch das Erdbeben schwer beschädigt, gibt ihm die Wucht des Wassers den Todesstoß. Große Teile des Turms stürzen ins Meer. Die Katastrophe von 1303 markiert das Ende eines Weltwunders und stürzt die Region ins Chaos. Eine tödliche Erinnerung daran, dass Fluten nicht immer vom Himmel fallen. Unser Platz 4 beweist, dass die tödlichsten Fluten nicht immer an den Küsten stattfinden. Wir sind im Juli 1342, tief im Herzen Europas. Dieses Ereignis war so gewaltig, dass es als das Magdalenenhochwasser bekannt wurde, eine echte Jahrtausendflut. Paradoxerweise begann die Katastrophe nicht mit Wasser, sondern mit dessen Abwesenheit. Europa durchlebte eine extreme Dürre. Die Flösse führten Niedrigwasser, die Böden waren steinhart und ausgetrocknet. Doch Mitte Juli änderte sich das Wetter radikal. Ein Tiefdruckgebiet setzte sich über Mitteleuropa fest und öffnete die Schleusen des Himmels. Es regnete nicht nur, es war ein sintflutartiger Dauerregen, der tagelang anhielt. Das war die perfekte Katastrophenkombination. Der ausgedörrte Boden konnte das Wasser nicht aufnehmen. Es war, als würde man Wasser auf Beton gießen. Es floss sofort ab, riss Erde und Geröll mit sich und verwandelte kleine Bäche in reißende Ströme.
Was dann geschah, übertraf jede Vorstellungskraft. Rhein, Main, Donau, Weser, Elbe, alle großen Flusssysteme Mitteleuropas schwollen gleichzeitig an. Es war keine lokale Flut, es war ein kontinentales Ereignis. Städte, die sich sicher wähnten, wurden geflutet. In Köln fuhr man mit Booten über die Stadtmauern. Chronisten schrieben, das Wasser stünde höher, als je ein Mensch es erlebt hatte. Lebenswichtige Infrastruktur wurde ausgelöscht. Die Gewalt des Wassers, vermischt mit Treibgut und Baumstämmen, war unaufhaltsam. Massive Steinbrücken, das Rückgrat des Handels wie in Würzburg oder Regensburg, stürzten ein. Doch die vielleicht verheerendste Folge war die Erosion. Die Flut spülte geschätzt 13 Milliarden Tonnen fruchtbaren Ackerboden weg, eine Menge, die unter normalen Bedingungen in 2000 Jahren abgetragen wird. Zurück blieb ein verwüstetes, unfruchtbares Land. Die folgende Hungersnot war brutal und schwächte die Bevölkerung Europas massiv, nur 5 Jahre bevor der schwarze Tod eintreffen sollte. An der Küste der Nordsee war das Leben im Mittelalter ein ständiger Kampf. Es ist die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1287, der Tag der heiligen Lucia. Was sich an diesem Datum ereignete, sollte als eine der tödlichsten Naturkatastrophen Europas in die Geschichte eingehen. Ein massiver Orkan zog über die Nordsee. Der Wind peitschte das Wasser auf und drückte es mit Urgewalt gegen die Küsten Frieslands und der Niederlande. Es war die perfekte Sturmflut. Der blanke Hans zeigte seine ganze Grausamkeit. In der Dunkelheit versuchten die Bewohner verzweifelt, die Deiche zu verstärken. Doch gegen diese Naturgewalt war jeder Widerstand zwecklos. Mitten in der Nacht brachen die Deiche. Nicht an einer Stelle, sondern entlang hunderter Kilometer Küstenlinie. Die Verteidigungslinien der Menschen wurden einfach überrannt. Es war keine langsam steigende Flut, es war eine Wand aus eiskaltem Salzwasser, die kilometerweit ins Landesinnere schoss. Die Menschen wurden im Schlaf überrascht. Ganze Dörfer wurden innerhalb von Minuten ausgelöscht, buchstäblich von der Landkarte radiert. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, bot sich ein Bild des Grauens. Die Opferzahlen sind unvorstellbar. Schätzungen gehen von 50.000 bis 80.000 Toten aus. In nur einer einzigen Nacht. Doch die Flut tötete nicht nur Menschen, sie veränderte die Geografie für immer. In den Niederlanden rissen die Wassermassen das Land auf und verbanden die Nordsee mit dem Binnensee Almere. Dies war die Geburt der Südersee. Wo vorher fruchtbares Land war, klarfte nun eine riesige Meeresbucht. Die Karte der Niederlande war für immer neu gezeichnet worden. Wenn eine Katastrophe einen Namen wie Grote Manndränke, die große Menschenertränkung, erhält, weiß man, dass sie das kollektive Gedächtnis einer ganzen Epoche geprägt hat. Wir schreiben den Januar 1362. Ein Atlantiktief von apokalyptischem Ausmaß braut sich zusammen. Es ist nicht nur ein Orkan, es ist ein Wintersturm kombiniert mit Schneestürmen, der tagelang anhält. Doch dann geschieht das Kritische. Der Wind dreht auf Nordwest. Diese Drehung ist tödlich. Sie wirkt wie ein gigantischer Keil, das das Wasser direkt in die deutsche Bucht presst und verhindert, dass es bei Ebbe abfließen kann. Der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam, weit über alle bekannten Marken hinaus. In der Nacht des 16. Januar bricht die Hölle los. Die Deiche haben dieser Gewalt nichts entgegenzusetzen, sie explodieren förmlich unter dem Druck. Es ist eine Vernichtungswelle aus eiskaltem Wasser und Eis. Die Flut war so hoch, dass selbst die höchsten Warften, die künstlichen Hügel, die als letzte Zuflucht dienten, überspült wurden. Es gab keine Rettung. Die Opferzahlen übersteigen alles bisher Dagewesene. Während alte Chroniken von bis zu 100.000 Toten sprechen, gehen moderne Schätzungen von Zehntausenden aus. Doch der Schock ist total. Allein in Nordfriesland hören etwa 30 Kirchspiele in dieser Nacht auf zu existieren.
Das Symbol dieser Katastrophe ist der Untergang von Rungholt. Rungholt war eine reiche, bedeutende Handelsstadt, das Atlantis der Nordsee. Die Große Mandränke löscht Rungholt aus. Die Flut zermalmt nicht nur die Gebäude, sie unterspült das Marschland, auf dem die Stadt stand, und lässt sie im Meer versinken. Die Küstenlinie wurde unkenntlich gemacht, Inseln wurden zerrissen und in kleine Halligen zerteilt. Über Jahrhunderte glaubte man, Rungholt sei nur eine Legende. Doch noch heute finden Archäologen im Watt die Überreste dieser verlorenen Welt. Stumme Zeugen der Nacht, in der das Meer das Land verschlang. Um unseren Platz 1 zu finden, müssen wir Europa verlassen. Dann so verheerend die Fluten an der Nordsee auch waren, sie verblassen im Vergleich zu dem, was sich im China des 14. Jahrhunderts abspielte. Hier herrscht der Huanghe, der gelbe Fluss, auch bekannt als Chinas Kummer. Dieser Fluss ist einzigartig. Er transportiert riesige Mengen Lösssediment, das ihm seine Farbe verleiht. Über Jahrtausende hat dieses Sediment das Flussbett angehoben. Das Ergebnis? Der Fluss fließt oft höher als das umliegende Land, eine tickende Zeitbombe, nur gehalten von gigantischen Deichen. In der Mitte des 14. Jahrhunderts, unter der Herrschaft der mongolischen Yuan-Dynastie, kam es zur Katastrophe. Ab 1332 ließen extreme Regenfälle den Fluss anschwellen. Die Deiche, oft vernachlässigt, brachen. Was dann folgte, war keine normale Flut. Es war eine Lawine aus flüssigem Schlamm. Schwer wie flüssiger Zement begrub diese Masse Dörfer, Städte und fruchtbares Ackerland unter sich. Doch das war nur der Anfang. 1344 kam die ultimative Katastrophe. Der gelbe Fluss brach erneut durch und änderte seinen gesamten Lauf um Hunderte von Kilometern. Er suchte sich neue Wege zum Meer und zerstörte dabei das Herz der chinesischen Landwirtschaft. Die Folgen waren apokalyptisch. Hungersnöte brachen aus, gefolgt von Seuchen. Historische Quellen deuten darauf hin, dass durch diese Serie von Ereignissen Millionen Menschen ihr Leben verloren haben könnten. Die Yuan-Regierung versuchte verzweifelt, den Fluss zu bändigen und zwang Hunderttausende zur Arbeit an neuen Deichen. Die Bedingungen waren brutal. Für das Volk war klar, die Dynastie hatte das Mandat des Himmels verloren, das göttliche Recht zu herrschen. Der Zorn entlud sich in gewaltigen Aufständen, wie dem der Roten Turbanen, der direkt an den Deichbaustellen begann. Diese Rebellionen führten schließlich zum Sturz der Yuan-Dynastie und dem Aufstieg der Ming. Die Fluten des Gelben Flusses waren mehr als eine Naturkatastrophe. Sie spülten ein Imperium davon. Vom eisigen Griff der Nordsee, der ganze Landstriche verschlang, bis zu den Schlammlawinen des Gelben Flusses, die ein Imperium zu Fall brachten. Diese mittelalterlichen Fluten waren weit mehr als nur Wetterereignisse. Sie waren historische Zäsuren, die Karten neu zeichneten, Millionen Menschenleben forderten und das Schicksal ganzer Zivilisationen bestimmten. Sie erinnern uns daran, wie fragil unsere Welt ist, damals wie heute. Und wie die Geschichte oft nicht von Königen und Schlachten geschrieben wird, sondern von der ungezähmten Kraft der Natur. Welche Naturkatastrophe der Geschichte sollen wir als nächstes beleuchten? Schreibt's uns in die Kommentare. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und vergesst nicht, KI mit Stil zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Episode zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.